Moin, moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du da bist. Ja, der Monat Juni ist schon wieder um und deswegen gibt es die zweite Folge meines Formates Top 5 Komplimente-Parfums des Monats, in dem Falle dann eben Juni. Und bevor wir mit dem ersten Parfum starten, möchte ich nochmal zwei Dinge loswerden. Generell zu dem Thema Komplimente. Ja, da das Thema eben generell für viele sehr wichtig ist, Komplimente zu bekommen. Ja, kann ich euch persönlich nur den Tipp geben, legt nicht allzu viel Wert auf Komplimente, definiert euch nicht durch oder über Komplimente. Natürlich ist es schön, wenn man zu hören bekommt, dass man toll aussieht, dass man ja eine stylische Frisur hat und auch eben gut riecht. Aber der Umkehrschluss, also wenn man eben keine Komplimente bekommt, bedeutet nicht, dass ihr eben ja nicht gut ausschaut oder nicht gut riecht. Ja, deswegen heute auch so ein bisschen Real Talk. Komplimente sind tatsächlich eine Seltenheit. Also so ehrlich muss man sein. Und ich möchte jetzt auch mit diesem Format nicht den Eindruck vermitteln, dass ich unfassbar viele Komplimente bekomme, dass ich täglich Komplimente bekomme. Das stimmt einfach nicht. Vor allem, ja, wir hier so in Deutschland haben Probleme, anderen Menschen Komplimente zu machen. Einfach mal zu sagen, hey, du siehst mega aus, du riechst gut, wie auch immer. Das ist in anderen Ländern ja tatsächlich anders. Ich kann so 2, 3 Beispiele nennen. In Amerika und auch vor allem so in Südamerika wird man viel häufiger angesprochen, wenn man gut aussieht, wenn man gut riecht. Also das mögen die Menschen, die sind da auch richtig offen, eben Komplimente auszusprechen und gehen generell ganz anders mit dem Thema um. Und das ist bei uns hier eher so ein bisschen anders, was ich persönlich eben auch schade finde, aber was ja grundsätzlich auch nicht schlimm ist. Aber was ich damit einfach sagen möchte ist, wenn ihr keine Komplimente bekommt, ja, zweifelt da nicht an euch und wie gesagt, legt da nicht allzu viel Wert drauf. Was aber tatsächlich wichtig ist, ist euer Auftreten und ist eure Ausstrahlung. Also, wenn ihr offen seid, wenn ihr eine sympathische Ausstrahlung habt, wenn ihr kommunikativ seid, hilfsbereit seid, also einfach, ja, ein offener, fröhlicher Mensch seid, dann werdet ihr auch entsprechend von eurem Umfeld wahrgenommen. Dann habt ihr überhaupt erstmal so die Grundbasis gelegt, um wahrgenommen zu werden, um überhaupt erstmal ein Kompliment zu bekommen. Was ich damit sagen möchte ist, das Allerwichtigste ist eure Ausstrahlung und wie ihr auf andere Menschen wirkt. Ihr könnt nicht einfach, so wie es manchmal auf YouTube dargestellt wird, ja, Clickbait und so weiter, tragt Parfum XY und ihr bekommt Komplimente. Nein, so einfach ist es eben nicht. Es gehört viel, viel mehr dazu und das Allerwichtigste ist eure Ausstrahlung. Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, ob ihr eher so ein aktiver Mensch seid oder eben so ein bisschen zurückgezogen lebt. Also wie gesagt, das soll jetzt hier keine Kritik sein, aber wenn ihr natürlich vielleicht sogar in eurem Job viel mit Menschen zu tun habt und auch im Privatleben sehr aktiv seid, also nach der Arbeit vielleicht nicht direkt nach Hause fahrt, sondern nochmal durch den Park geht oder ins Restaurant geht, in der Bar seid, am Wochenende vielleicht auch mal durch die Clubs zieht, dann seid ihr ja auch entsprechend Situationen ausgesetzt, um überhaupt erstmal gerochen zu werden, um dann überhaupt auch erstmal Komplimente erhalten zu können. Wenn ihr aber, wie gesagt, so ein bisschen zurückgezogen lebt, also nach der Arbeit vielleicht nochmal kurz zur Lidl fahrt und dann nach Hause und am Wochenende auch meistens zu Hause seid oder vielleicht auch nur so in eurem kleinen Freundeskreis unterwegs seid, dann ist die Chance auch dementsprechend gar nicht so hoch, um eben gerochen zu werden, Schrägstrich, um überhaupt erstmal Komplimente zu bekommen. Also das ist natürlich auch wichtig. Welchen Lebensstil habt ihr, eher aktiv oder eben eher so ein bisschen zurückhaltend? So, nun aber genug gesappelt, genug Real Talk. Jetzt starten wir mit dem ersten Parfum, Akaisos, der Marke des Parfümeurs Pierre Giuliani. Höchstwahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, verzeiht mir. Ja, das ist ein wirklich tolles und vor allem besonderes Parfum. Wenn ihr wirklich mal anders als der Mainstream riechen wollt, wenn ihr maskulin riechen wollt, dann ist Akaisos genau das Richtige für euch. Hier sind die Main Player, die schwarze Johannisbeere. Es ist wirklich so eine tief dunkle Johannisbeere. Und dann haben wir aber so richtig schöne
würzige, aromatische Noten, wie zum Beispiel Pfeffer und Koriander. Also dementsprechend riecht es nicht nur fruchtig, sondern hat eben auch die gewisse Würze und riecht sehr maskulin. Und der Dry Down ist auch, ja, sehr moschuslastig, was ja eben wieder so ein bisschen in die, ja, maskuline Richtung geht und das Parfum wirklich, ja, für mein Empfinden sehr unwiderstehlich macht. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Parfum. Ich muss ehrlich sagen, ich werde häufig angesprochen, wenn ich dieses Parfum trage. Also es ist, glaube ich, einfach so eine DNA, die man eben nicht überall riecht. Also schon allein deswegen fällt man auf. Und es wirkt durch die, vielleicht nicht so starke, aber durch die Duftaura auch wirklich maskulin. Also ein ganz tolles Parfum, eine klare Empfehlung. So, das nächste Parfum ist Sundrunk der Marke Imaginary Authors. Ich halte euch mal ganz kurz hier die Duftnoten in die Kamera. Habe ich erst vor wenigen Tagen getragen und wurde dann tatsächlich in einem Sushi-Restaurant, in so einer Sushi-Bar, wo man so quasi an so einem Laufband sitzt und ja, fremde Leute um sich herum hat, angesprochen, dass ich ja ganz toll rieche. Ja, es ist für mich ein ganz tolles Parfum. Ich stelle euch das tatsächlich auch nochmal ausführlich vor. Es ist für mich ein Rhabarber-Orangen-Neroli-Parfum. Die Kopfnote ist sehr, sehr besonders. Also man kriegt so eine Rhabarberschorle um die Ohren, also sehr außergewöhnliche Kopfnote. Und das Ganze wird dann im Laufe so ein bisschen weicher durch eben Orange, Neroli und so ein bisschen Rosenwasser. Also es ist ein außergewöhnliches, frisches Parfum, hat jetzt keine super gute Haltbarkeit und Sillage, aber die Duft-DNA ebenso durch Rhabarber und durch die anderen Komponenten ist wirklich außergewöhnlich. Ja, die Marke generell ist nicht so bekannt, auch dieses Parfum kennt man in Anführungsstrichen fast gar nicht. Also auch ja, eine DNA, die ganz anders riecht als 99% der mainstreamigen Parfums. Also damit fallt ihr auf, damit riecht ihr im Sommer wirklich sehr außergewöhnlich. Also auch da, ich wiederhole mich, aber logischerweise auch hier eine klare Empfehlung. So, und auch für dieses Parfum habe ich ein Kompliment bekommen für 8 & Bob, also heißt die Marke, The Original. Ich habe da auch schon mal ein ausführliches Video gemacht, das blende ich euch gerne ein. Es ist das Präsidentenparfum, kein Flachs. John F. Kennedy hat damals das Parfum getragen. Falls ihr Fahrenheit 32 von Dior kennt, das riecht sehr, sehr ähnlich. Also Diors Fahrenheit 32 wurde ja vor vielen Jahren eingestellt und ich wusste das zu Anfang gar nicht, dass The Original so riecht und war dementsprechend total begeistert und geflasht, als ich eben das Parfum gefunden habe, da ich damals sehr traurig war, als Fahrenheit 32 eingestellt wurde. Naja, wie riecht es? Es ist ein frisches, blumiges, holziges Parfum. Das Besondere ist die Duftaura. Ich habe tatsächlich auch draußen ein Kompliment bekommen. Da stand ich an der Eisdiele und wurde von einem Pärchen angesprochen, dass ich ja ganz toll rieche, was das eben für ein Parfum ist. Und das ist auch eben so, ja, ich sag mal so die Paradedisziplin dieses Parfums. Also die Duftaura ist ganz außergewöhnlich. Also ihr kennt ja sicherlich Parfums, die, ja, wenn eine Person an euch vorbeigeht, euch, ja, flashen, wo ihr dann einfach so denkt, wow, was hat hier gerade so gut gerochen, wer hat hier gerade so gut gerochen, ihr dreht euch um, also das ist eben für mich so The Original. Es riecht außergewöhnlich in der Luft, viel, viel besser als auf der Haut oder eben, sag ich mal, direkt auf der Klamotte. Das Besondere, Außergewöhnliche ist wirklich die tolle Duftaura. Lasst euch nicht von den nicht so hohen Bewertungen abschrecken. Schiebt die mal beiseite, geht mal völlig frei an dieses Parfum heran, besorgt euch eine Abfüllung oder kauft euch dieses Parfum. Außergewöhnlich, besonders und wirklich ganz, ganz toll. Ja, und tatsächlich habe ich für mein aktuelles Lieblingsparfum für Gorsland ein Kompliment bekommen. Da habe ich auch mal ein sehr ausführliches Review gemacht, das blende ich euch ein. Um ehrlich zu sein, hat mich das auch ein bisschen gewundert, denn ich finde Gorsland logischerweise unfassbar toll, sonst wäre es ja nicht mein Lieblingsparfum. Aber ich muss dazu sagen, dass das eine sehr außergewöhnliche und komplexe Duft-DNA ist. Schaut euch das Review an. Ja, es riecht nach allem und nach nichts. Also es riecht sehr aromatisch, sehr blumig. Die Zitrik finde ich auch noch mal präsenter als damals, als ich es vorgestellt habe. Also deswegen ist es auch
sowieso im Sommer sehr, sehr gut zu tragen. Es ist sehr aromatisch, sehr fruchtig durch die Stachelbeere. Also, und man muss ja sagen, dass so sehr außergewöhnliche Duft-DNAs ja eher nicht so gut ankommen. Also meistens ist das ja so gerade für Leute, die sich mit Parfums nicht so gut auskennen, dann eben so ein bisschen, ja, zu komplex, teilweise überfordernd. Und ja, dementsprechend hat mich das gefreut, dass ich auf dieses Parfum angesprochen wurde. Es ist auf der Arbeit in Anführungsstrichen passiert. Ich wurde von einem Kunden nach einem Gespräch gefragt, was ich denn für ein Parfum trage. Und nochmal, es ist nicht die Regel, Komplimente zu bekommen. Sowieso nicht irgendwie durch, ja, Kunden auf der Arbeit. Also da ist es nochmal eine andere Hemmschwelle als jetzt vielleicht irgendwie so im Privatleben. Ja, aber dementsprechend war ich auch ja, überrascht, dass ich eben von einem Kunden angesprochen wurde. Ein sehr außergewöhnliches Parfum. Ihr habt sowas noch nie gerochen und setzt damit ein Statement. Wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. So, und für Mon Tabacco Verano habe ich vor kurzem 2 Komplimente bekommen. Ich hatte es im Sommer-Parfum-Video schon angesprochen. Das ist dort übrigens meine Nummer 2 geworden. Das Video blende ich euch gerne mal ein. Da könnt ihr euch die Top 10 Parfums anschauen. Ja, und ich war nach langer Zeit mal wieder so ein bisschen unterwegs. Wir waren erstmal in einer Bar, danach waren wir in 2 verschiedenen Clubs. Und ich wurde an den Abend 2-mal auf dieses Parfum angesprochen. Also Mon Tabacco Verano ist für mich ein, ja, wenn nicht sogar das perfekte Parfum, um im Sommer abends auszugehen. Es ist eine ISO-E-Superbombe, dementsprechend hält es auch lange. Dementsprechend habt ihr auch so eine ganz tolle Duftaura, die faszinierend ist. Ihr habt eine tolle zitrische Kopfnote, die zitrig bleibt auch die ganze Zeit vorhanden. Und ihr habt auch so einen richtig schön fluffigen, hellen Tabak, also nicht so extrem würzig, wie man es vielleicht sonst so von Tabaknoten her kennt. Und wir haben sogar eine feine, frische Ledernote. Also ihr merkt so an der Duftbeschreibung, es ist sehr außergewöhnlich, frisch, zitrisch, leicht ledrig, tabaklastig, frischer Tabak und eben sehr, sehr viel ISO-E-Super, also eine tolle Duftaura. Also wirklich eine klare Empfehlung und auch das ist ein Parfum, was ihr so nahezu nicht riecht. Ihr setzt damit ein Statement, ihr riecht sehr besonders, ihr werdet auffallen. Also auch da, ich bringe zweimal diesen Spruch, aber ich muss es sagen, es ist wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ja, das waren meine Top 5 Komplimente Parfums für den Monat Juni. Ich stelle die alle nochmal zusammen. Also in der Mitte noch Mon Tabacco Verano. Hier haben wir das außergewöhnliche Rhabarber-Parfum Sundrunk. Hier haben wir das Präsidentenparfum The Original von der Marke 8 Bob. Hier haben wir Akaisos, eine schwarze Johannisbeere mit schöner Würze, sehr maskulines Parfum. Und zu guter Letzt das sehr, sehr außergewöhnliche, spezielle Parfum Gorsland. So, das waren die 5 Parfums. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr vielleicht für das ein oder andere Parfum hier aus dem Video auch schon mal Komplimente bekommen habt. Ob ihr vielleicht auch andere Parfums habt, die unfassbar gut bei euch ankommen oder für die ihr überhaupt mal Komplimente bekommen habt. Würde mich freuen, haut mal in die Tasten, dafür ist die Kommentarfunktion da. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann ja, lasse mir doch ein Abo da. Aktiviere die Glocke und so bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter, genieße das tolle Wetter, geh an die frische Luft, genieße die Sonne. Also bis demnächst.